Ja, hier sehen wir das Helmholtzsche Lochsirenen-Fahrrad. Helmholtz, der eben auch im 19. Jahrhundert gelebt hat, hat auch im Bereich der Akustik geforscht. Also man kennt von ihm vielleicht die Helmholtz-Resonatoren, die Kugelresonatoren, die er erforscht hat. Aber er hat eben auch Studien gemacht mit Lochsirenen. Und hier haben wir quasi eine Sirene und ein Fahrrad fusioniert. Wir haben eine Platte mit Löchern und manchmal sind die Löcher regelmäßig, manchmal sind sie nicht ganz regelmäßig, aber periodisch, manchmal sind sie unregelmäßig. Und hier kommt Druckluft an und hier vorne gibt es die Steuerung. Das heißt, man kann 6 verschiedene Lochreihen unabhängig voneinander anspielen. Und die Tonhöhe der Lochsirene wird einerseits dadurch bestimmt, wie viele Löcher auf einem Lochkreis sind, aber auch davon natürlich, wie schnell sich die Platte dreht. Und das würde ich jetzt einmal demonstrieren. Mal an. Das sind jetzt eben ganz regelmäßige Abstände in der Lochplatte. Wenn wir jetzt 2 regelmäßige Abstände versuchen zu überlagern, also quasi ein Intervall spielen in einer Lochreihe, dann ergibt sich diese Art von Klang. Aber wir haben uns dazu entschieden, auch experimentellere Klänge eben mal in diese Platte zu prägen und zu gucken, wie gut funktioniert. Und hier haben wir zum Beispiel auch ein Rauschen. Ich glaube, das ist und dann können natürlich auch diese Töne entsprechend miteinander vermischt werden. Mal raufschauen. So, gucken wir uns das mal an. Das funktioniert. Ach. So, also. Hier sehen wir jetzt verschiedene Düsen, die eben entsprechend verschiedene Lochreihen ansteuern. Hier die äußerste Lochreihe und hier diese mittlere Lochreihe zum Beispiel haben regelmäßige Abstände. Das heißt, der Ton, der dort rauskommt, hat eine ganz definierte Tonhöhe. Im Gegensatz dazu sehen wir zum Beispiel auf dieser Lochreihe hier, die hat zwar ein regelmäßiges Muster, aber keine gleichmäßigen Abstände. Und hier sehen wir ein Intervall, bei dem ein Verhältnis von, ich glaube, 4:5. Genau. Das entspricht dann einer Quinte? Große Terz. Große Terz, Genau. Terz, fast. Das sieht man da auch sozusagen bedruckt als Abstände. Willst du sie mal spielen? Ich spiele sie mal. Ich spiele mal die große Terz. Passen wir auf. Also 5:4 wäre Dam, da, Dam, Dam. Das kann man auch jetzt nachvollziehen. Ja. Dam, da, Dam, Dam. Ja. Das wiederholt sich eben. Und das ist quasi ein Muster, was man als Rhythmus hört.
und als Intervall hört, wenn es schneller ist, und als optische Konfiguration sieht. Ja. Genau, und als letztes vielleicht gibt es hier auch Reihen, die sind sehr unregelmäßig. Also wie man hier sieht, sind die Abstände hier teilweise sehr groß und die Löcher sehr alleinstehend. Und hier gibt es keinen regelmäßigen Abstand, die Abstände sind statistisch verteilt. Und als Klang ergibt sich dabei ein Rauschen oder etwas, was dem Rauschen zumindest sehr ähnlich ist. Mal gucken, hier, das soll die 4 sein. Was ich hierbei auch besonders interessant finde, dass es zwar in sich keine Tonhöhe hat, also keine Regelmäßigkeit, aber dadurch, dass der Umfang der Platte begrenzt ist, ist es doch ein sich wiederholender Klang.